Kennst du das Gefühl, wenn die Tage verschmelzen, die Zeit wie im Flug vergeht und die Sehnsucht nach Abenteuer immer größer wird? So erging es uns und daher entschieden wir uns für eine Fahrradreise durch Südamerika. Von Kolumbien den Anden entlang Richtung Süden, zusammen bis ans Ende der Welt. Eine Reise, die sich als echtes Abenteuer entpuppte. Es hat über 50 Grad, aber nach 100 Metern ist sie fast zusammengebrochen und konnte nicht mehr. Best day of my life. Unsere Finger frieren gleich ab. Beschissen. Dann fängt voll an zu hageln. Jeden Scheißtag diesen verdammten Gegenwind. Aber beginnen wir von vorne. Mein Name ist Alina Mayhofer, ich bin 25, komme aus der Schweiz und arbeite als Grundschullehrerin. In meiner Freizeit bin ich am liebsten in den Bergen unterwegs. Sei es mit den Ski, zum Klettern, Biken oder Hochtouren. Mein Name ist Ferry Weikert, ich bin 26 Jahre alt. Ich habe schon viel von der Welt mit dem Fahrrad gesehen, bin nach meinem Abitur alleine einmal um die Welt gefahren, habe dabei bereits 30.000 Kilometer zurückgelegt und wusste daher, was auf uns zukommt. Beim Packen und einer kleinen Testfahrt war dann aber auch mir klar, dass wir Klettersachen daheim lassen müssen. Zum Glück hat der Ferry aber bereits gewusst, was wir alles so einpacken müssen. Und dann ist es plötzlich ganz schnell gegangen. Und wie läuft's, Alina? Noch nicht so gut. Langsam wird's echt ernst. Jetzt sind wir schon ein bisschen aufgeregt. Da steht das Velo, jetzt machen wir gerade zum ersten Mal alle Taschen dran, alles ist gepackt. Und dann müssen wir Abschied nehmen. Wehe, mein Velo kommt nicht an. Dann kriege ich Krise. Nervös, aufgeregt, aber ich freue mich. Also der Anfang für mich so krass viel Neues gewesen, weil ich noch nie in so einer Kultur war, die ich überhaupt nicht kennt habe und noch nie auf so einer Veloreise. Tag 2. Wir sind direkt voll durchgestartet, so richtig Alina ins kalte Wasser geschmissen, direkt im Zelt übernachtet und heiße Temperaturen erlebt, viele Stechmücken, die uns geplagt haben an den ersten Tagen. Also es war echt kein einfacher Start, muss ich zugeben. Einer der schlimmsten Morgen meines Lebens. Wir werden hier lebendig aufgefressen. Endlich raus aus dem Wald und auf dem Fahrrad. Ich habe auch am Anfang wirklich oft meine Sonnenbrille nachgelegt und habe hinter der Sonnenbrille gebrüllt und das Gefühl hatte, ich kann am Ferien nicht erzählen, weil ich so gedacht habe, hey, jetzt haben wir uns so auf das gefreut, jetzt haben wir wirklich so lange darauf gearbeitet, dass wir dort hinfliegen. Und was mache ich? Ich bin einfach am Heulen. Es ist hier ziemlich schwierig, einen Schlafplatz zu finden, weil alles rechts und links von den Wegen, sei es auch die kleinen Schotterwege, einfach eingezäunt ist. Wir sind jetzt einfach über den Zaun drüber und haben jetzt hier ein schönes Plätzchen für heute Nacht gefunden. Es ist einfach wieder so heiß. Es hat über 50 Grad und geht voll den Berg hoch. Also ich sage immer, wenn man etwa in den ersten 7 Tagen oder wahrscheinlich auch noch in den ersten 30 Tagen ein Flugticket in die Hand gedrückt hat und mich zum Flughafen gebracht hat, ich wäre heimgeflogen. Weil für mich ist einfach wie alles zu streng und wirklich genossen habe ich es nicht. Aber der Aufwand, um so etwas abbrechen, irgendwo im Nirgendwo, der ist fast grösser, wie einfach jeden Tag wieder aufstehen und weiterzumachen. Und dann hast du halt irgendwie doch immer die Hoffnung, morgen wird es besser, morgen ist sicher ein besserer Tag, morgen wird es weniger streng. Und von dem her bleibst du auch einfach dran. Wie geht's deinem Arsch, Alina? Semi gut. Gestern war es richtig schlimm.
Ich denke, ich kann keinen Meter mehr fahren. Aber mit der Zeit wird es dann wieder besser. Man muss einfach drauf sitzen und dann ein bisschen durchbeissen und dann geht es gut. Dann brauchen wir morgens erstmal ein paar Stunden, um uns von der Nacht zu erholen, weil es einfach so heiß ist. Abends wird man dann auch noch von Mücken aufgefressen. Oder auch jetzt im Moment. Unsere Beine sehen auch aus wie Sau. Also landschaftlich wunderschön jetzt hier. Jetzt geht es hier auch in die Berge hoch. Natürlich ist es zu zweit schön und man kann die Erlebnisse teilen. Man geht zusammen durch die Höhen und Tiefen. Auf der anderen Seite ist man halt alleine flexibel. Man kann einfach sein Tempo gehen, muss nicht nach anderen schauen. Oha, wir fahren hier gerade mit einem hier einen Berg hoch, ein Mountainbiker, und der hat immer eine Machete dabei, weil er meint, dass hier recht gefährlich ist. Wir sind jetzt in 2 Wochen von Bogota einmal runtergefahren. Morgen geht es dann über die Grenze. Und zack, sind wir mitten in der Pampa. Jetzt auf 3,7 wird die Luft schon ein bisschen dünner. Geht's. Oh. Achtung! Wie läuft's? Haben wir ernsthaft vorher überlegt, wie wir da wieder so verkaufen und das Pferd kaufen. Hier hat sich jetzt ganz plötzlich die Landschaft geändert. Ist richtig, richtig schön. Und ja, jetzt haben wir auch nichts mehr zu essen, jetzt müssen wir wieder runter. Anscheinend müssen wir jetzt hier über so eine Wasserbrücke. Boah, scheiße! Wir sind jetzt schon mitten in Quito. Voll der Kontrast zu den letzten 3 Wochen. Wow, wieder so wunderschön hier. Buenos dias. Für mich als Lehrerin war es mega eindrücklich, um in Ecuador Pauline kennenzulernen. Und wir haben uns dann gefragt, was macht sie eigentlich da? Wir waren irgendwo im Nirgendwo gewesen, und sie ist wirklich mit ganz normalen Kleidern da den Hügel drauf spaziert und wir haben unsere Velos geschoben. Und dann hat sie gesagt, ja, sie sei auf dem Schulweg, da weiter unten sei ihre Schule. Und wir haben dann gemerkt, dass sie wirklich jeden Tag 800 Höhenmeter und 10 Kilometer in die Schule läuft. 2 bis 3 Stunden also einfach beschäftigt ist, um einen Weg in die Schule zu machen. Und ich habe sie dann gefragt,
ob ihr das nichts ausmacht. Und sie hat dann gemeint, nein, sie sei so dankbar, dass sie überhaupt in die Schule gehen dürfen, dass sie die Möglichkeit hat zum Lernen. Und da habe ich auch wieder gedacht, wie schön es wir eigentlich haben, wie viel wir eigentlich an Luxus daheim haben. Meter für Meter kommen wir voran. Wir wussten im Vorhinein, dass entlang der Route der Mount Chimborazo liegt. Das ist der höchste Vulkan Ecuadors und sogar auch der höchste Berg der Welt, wenn man vom Erdmittelpunkt aus misst. Da ist er! Was für ein Berg! War es für uns klar, dass wir uns eigentlich diese Chance nicht entgehen lassen können, einmal ganz oben, ganz weit weg zu sein. Und das Verrückte ist, wir sind mit dem Fahrrad zum Basecamp hochgefahren auf 4800 Meter. Man merkt schon, dass die Luft deutlich dünner wird. Mir ist echt recht übel gegangen. Ich habe recht die Höhe gemerkt, ich hatte Kopfweh, mir war schlecht. Wir sind abends um 10 Uhr gestartet, sind dann die ganze Nacht über durchmarschiert und geklettert. Und pünktlich zum Sonnenaufgang stand man dann oben auf dem Gipfel. Arschkalt, aber richtig geil da oben zu stehen. Und sind dann am Vormittag wieder runtergekommen und haben uns dann 1-2 Stunden ausgeruht und sind dann direkt wieder aufs Fahrrad gestiegen, um weiterzufahren. Holen wir die Schwester von Alina ab. Die wird uns jetzt die nächsten 3-4 Wochen auf dem Fahrrad begleiten. Freuen wir uns jetzt schon drauf. Und dann fahren wir zu dritt jetzt weiter. Oh Mann, der Alina geht's gar nicht gut. Ist richtig krank geworden. Und dort hat mein Körper halt wirklich auf Null gesetzt und ich bin einfach wirklich an einem Abend bin ich eingeschlafen und habe gedacht, vielleicht wache ich am Morgen nicht mehr auf. Also es ist mir wirklich, wirklich, wirklich schlecht gegangen. Wenn du halt so auf dieser Reise bist, dann bist du im Zelt und kannst höchstens einen Pausentag machen und dann geht wieder das Wasser aus und geht wieder das Essen aus und dann musst du wieder die nächsten Kilometer zum Dorf fahren. Wenn einfach dein Körper nicht kann und es einfach nicht geht, dann ist das echt richtig, richtig hart und es sind ein paar Tränen geflossen, ein paar Mal neben dem Strassenrand gehockt und ich denke, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, aber keep on going. Wir geben nicht auf. Boah. Es geht jetzt immer weiter Richtung Peru. Wir waren einfach 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche aufeinander, außer wenn mal irgendwie jemand zum Einkaufen gegangen ist oder aufs Klo musste. Aber es prägt einen schon, wenn man so viel Zeit mit der anderen Person verbringt und man lernt sich nochmal ganz anders kennen. Zu meiner Grenze. Noch die letzten Kilometer zu dritt. Ciao. Guten Morgen. Das Wichtigste ist einfach immer genügend Essen und Trinken zu haben, nicht in so Situationen zu kommen, wo man dann nur noch ein paar Cracker essen kann oder trockene Nudeln. Wenn schon besser kochen. Bei so einer Reise hat man so viele Eindrücke. Man sieht jeden Tag neue Orte, wacht jeden Tag an einem anderen Ort auf.
man ist so richtig lebendig, das Gehirn ist aktiv, man ist so richtig im Moment. Buenos dias! Anscheinend kann man hier nicht lang fahren. In 12 Kilometer müssen wir eben über den Fluss drüber. Ich habe auf meinen bisherigen Reisen gelernt, dass es immer einen Weg gibt, egal in welcher Situation man ist und egal wie aussichtslos die Situation zu sein scheint, irgendwie kommt man dann trotzdem weiter und findet eine Lösung. Jetzt wird sich's dann zeigen, jetzt sind wir unten am Flussbett. Es geht gerade so noch. In Peru hatten wir so eine gewisse Routine. Wir sind immer morgens um 5 Uhr aufgestanden, wollten dann vor der Mittagspause schon möglichst weit kommen, denn am Nachmittag hat dann immer der Regen gedroht. Wir waren dort nämlich während der Regenzeit und mussten dann schauen, dass wir dort schon über den höchsten Punkt, über den Pass gekommen sind, um dann wieder weiter unten zu sein, um dann nicht in den Schnee oder in die ganz kalten Temperaturen reinzukommen. Es hat jetzt innerhalb von 10 Minuten von 16 auf eine 9 Grad abgekühlt. Das heißt wohl nichts Gutes. Wir sind jetzt auf 4700. In der Höhe ist echt nicht schön, wenn es regnet. Da bin ich auch an meine Grenzen gekommen und dachte, boah, jetzt kann ich nicht mehr bremsen, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter. Jetzt haben wir zum Glück das Zelt aufgeschlagen, ziehen wir was Trockenes, Warmes an und dann geht es ab in den Schlafsack zum Aufwärmen. Und man vergisst auch ziemlich schnell wieder die Strapazen, die schlechten Momente. Und ich kann mich dann so im Nachhinein eigentlich immer nur an die schönen Momente erinnern. Das war ein kurzes Vergnügen mit Sonnenschein. Wir sind überglücklich hier zu sein. Jetzt sind wir echt mal wieder am Limit. Der Regen kann uns gar nichts, der Regen kann uns nichts. Gerade streng. Das ist so krank hier. Boah, geil. Einfach nur verdammt streng. Also jedem Tag hat es Höhe und Tiefe gehabt und auch wenn einmal wirklich der Tag schlecht gestartet hat, hat es auch können sein, dass vielleicht der beste Tag nachher war und dass wir mega schöne Erlebnisse hatten. Und irgendwie hast du auch einfach darauf vertrauen, dass es gut kommt. Peru ist echt der Wahnsinn. Wir haben uns in das Land verliebt. Man hat von Steppenlandschaft zu Gletscher zu Lagunen, man hat einfach alles und das haben wir so überhaupt nicht erwartet. Es war so unglaublich, was wir alles erleben konnten. Ne? Die Natur, die Leute, das Essen, die Gastfreundschaft, ist echt alles der Hammer. Wir sind Wege gefahren, das kann man sich gar nicht vorstellen, über hohe Berge bis auf 5000 Meter hoch. And a Happy New Year! Wir haben den 23. Dezember und freuen uns auf 2 Tage Pause. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht.
am Ende von Peru angekommen. Was für eine verrückte Stadt, ey. Nach einem kurzen Zwischenstopp in La Paz sind wir nun unterwegs zum größten Salzsee der Welt. Das war's jetzt mit Asphalt. Das ist echt ein atemberaubendes Gefühl. Soweit wie man sieht, sieht man ringsrum überall nur Salz. Oh oh, da vorne spiegelt es ziemlich. Das Rad steckt jetzt komplett fest. Beschissen. Bin ich der Maus. So anstrengend. Es hat, glaube ich, schon selten einen Moment gehabt, wo wir so beide einfach nicht mehr haben können. Jemand hat den anderen wieder rausgezogen aus dem Loch. Und ich glaube, das hat uns auch durchgetragen. Und auch zusammengeschweißt. Das erste Mal, als wir damals gesehen haben, sind wir fast ausgerastet. Und jetzt mittlerweile sind es unsere liebsten Mitbewohner. Das sind nämlich die, die wir tagtäglich antreffen. Richtig coole Tiere, richtig lustige Tiere und auch wunderschön. So die ersten 3 bis 4 Monate, die sind echt mega streng gewesen. Und wenn ich jetzt im Nachhinein zurückdenke, frage ich mich echt, wie ich da durchgehabt habe, weil ich eigentlich 3 bis 4 Monate gelitten habe. Und dann ist irgendwie Bolivien gekommen und ich kann bis heute nicht genau sagen, was dort passiert ist. Aber irgendwie ist es auf einen Schlag für mich so viel einfacher geworden, das Leben. Ich habe mich auch plötzlich so frei gefühlt und so erfüllt gefühlt. Und das ist echt cool, wenn man mit dem Velo reist. Man ist so nah an den anderen Leuten. Ja, fragen sie auch wirklich, ob du Essen oder irgendetwas zu Wasser oder so brauchst. Also wir haben auch wirklich, gerade jetzt so in der Atacama-Wüste, haben wir mega viele Sachen geschenkt bekommen, die wir auch wirklich dringend nötig hatten. Windtest ist positiv. Nicht ganz positiv, aber positiv habe ich auch schon. Wir hatten über 30 Tage lang jeden Tag Gegenwind, was sehr frustrierend war. Jeden Scheißtag diesen verdammten Gegenwind, hey, es geht mir so auf den Sack. Mal rechts von vorne, mal links von vorne, mal gerade von vorne, aber immer von vorne. Ja! Endlich am Meer! Nach 134 Tagen haben wir es jetzt endlich mal ans Meer geschafft. Oh, und es tut so gut, was anderes zu sehen. Das Salzwasser zu riechen und die Wellen zu hören, ist echt ein richtig schönes Gefühl. Floating on cloud nine. Do you feel the winds are turning round? 'Cause what goes up
must always come back down. But I'll be safe in your arms. Es wird jetzt langsam immer grüner. Ich glaube, wir haben den größten Teil der Atacama-Wüste hinter uns gelassen. Es fühlt sich für uns schon an, als wären wir jetzt hier in Patagonien, auch wenn wir eigentlich noch nicht ganz da sind. Aber es ist so ein bisschen das letzte Kapitel, das jetzt anfängt. Wir haben ungefähr noch 3200 Kilometer vor uns. Looking down the line, with you by my side, I'll be fine. Yeah, I'll be fine. I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Hier hat es recht viele große Seen, wo man nur mit der Fähre drüber kommt und es gar keine Straßen gibt. Yeah, I'll be fine. Oh, I'll be fine. Für mich war der Schritt mit 10'000 Kilometern mega gross, weil ich bis dorthin nicht mir vorstellen konnte, dass ich das Ziel wirklich erreiche. Und als ich dann die Zahl gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, das erste Mal. Jetzt sind wir so weit. Jetzt kann es nicht mehr stoppen. Das ist das Ziel, das Ushuaia erreichen wird. Richtig stark. Ich würde sagen, wir sind offiziell in Patagonien angekommen. Es regnet und es ist super kalt. Ganz Tag nur Regen. Nach jedem Regen kommt irgendwann auch wieder Sonnenschein. Der Regen hat aufgehört! Die Herbstfarben werden immer krasser. Geilste Grenzübergang ever. Ich finde, es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man sich so ein großes Ziel setzt, darauf monatelang hinarbeitet und diesem dann langsam näher kommt. Mental echt eine große Herausforderung. Für mich ist es echt auch recht unterschiedlich. Also am Anfang habe ich mich ja so lange auf den Schluss gefreut und konnte es kaum erwarten, bis wir dann endlich ankommen.
Und dann, als ich so gemerkt habe, hey, es sind nur noch 200, 300 Kilometer nach Ushuaia, bin ich plötzlich echt traurig geworden. Weil ich so gedacht habe, und jetzt sollte die ganze Reise, das Leben plötzlich vorbei sein. Das kann es doch irgendwie nicht sein. Jetzt macht es gerade so viel Freude, es macht so viel Spass. Da habe ich echt einen Moment nochmal gebraucht, um das Ganze auch loszulassen. Willkommen in Feuerland. Nur noch 320 Kilometer. Jetzt sind wir echt an der untersten Spitze von Südamerika. Überall steht's Wasser. Aber wir leben noch. Und letztes Mal geht es jetzt noch einen Berg hoch. Ein bisschen traurig, dass wir Tschüss sagen. Und stolz auf das, was wir geleistet haben. Also wir haben noch 20 Kilometer, die geniessen wir noch. Und dann freuen wir uns auf Familie und Freunde. Vor allem am Anfang stellst du dir immer das Ziel vor und hast es vor Augen und denkst, boah, das will ich erreichen. Und am Schluss, wenn du dann am Ziel angekommen bist, dann merkst du, eigentlich ist das Ziel gar nicht so wichtig, sondern der ganze Weg, das war eigentlich das Ziel gewesen, um all die Erfahrungen zu machen, um all die Erlebnisse miteinander zu teilen und wirklich da kopfüber in das Ungewisse hineinzuspringen und ja, so viel mitnehmen, was man im alltäglichen Leben nicht kann. So kaputt. Mega, mega schön haben wir es gehabt. Mega, mega viel haben wir erlebt. Fast 13.000 Kilometer sind wir gefahren und über 170.000 Höhenmeter. Also verrückte Zahlen. Es war echt ein unglaublich schönes Abenteuer. Wir waren knapp 7 Monate jetzt unterwegs und freuen uns jetzt heute in der Woche dann wieder daheim anzukommen, unsere Familien zu sehen. So what are you waiting for? Oh, what are you waiting for? Just tell me when. I know maybe this life just weren't meant for us. I can see you again. I feel a little left out in the dark here, but alright, I won't fight. I guess it's life, and we're dead, dear. Oh, I wish that